Hi, wir sind Sven und Amundine. Diesmal nehmen wir euch mit auf die wunderschöne kanarische Insel La Gomera. Wir sind von Memmingen erstmal auf die Insel Teneriffa geflogen, da es keine internationalen Flüge nach La Gomera gibt. Von Teneriffa sind wir dann mit der Fähre nach La Gomera gefahren. Unseren Jimny mussten wir für diese Reise aber leider zu Hause lassen. Wir beginnen unsere Reise also mit einer entspannten Fährfahrt von ungefähr einer Stunde. Die Fährfahrt an sich ist schon ein absolutes Highlight, weil man eine echt tolle Sicht auf Teneriffa hat. Vom Hafen aus brachte uns dann ein Bus in ungefähr 1,5 Stunden nach Valle Gran Rey, unserem Ziel für die nächsten Tage. Wir sind angekommen auf La Gomera und es ist richtig schönes Wetter. Hinter uns ist der Strand und ja, wir freuen uns einfach richtig und wir haben Hunger. Da Hunger schnell zu schlechter Laune führen kann, machten wir uns mit unserem ganzen Gepäck zunächst auf die Suche nach einem Restaurant. Bis wir in unserer Unterkunft einchecken konnten, mussten wir ohnehin etwas Zeit überbrücken. Zum Glück wurden wir schnell fündig. Das Restaurant Mahalo können wir wirklich sehr empfehlen. Sven, wie hat dir das Essen geschmeckt? Das war faszinierend lecker, war echt Hammer. Ja. War richtig gut. Was hat dir am besten geschmeckt? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das mit dem Hähnchen oben drauf. Das Hähnchen mit Mango. Ich weiß auch nicht mehr, wie Mango, ja. Ich weiß nicht, wie es hieß, aber das war das war richtig geil. echt einmalig gut. Und die Smoothies waren auch so Hammer. Ja, das stimmt. Mit vollen Bäuchen liefen wir anschließend an der Strandpromenade entlang bis zum Strand Playa de Vueltas. Am Strand von Valle Gran Rey entschieden wir uns dann, baden zu gehen. Und dann war es endlich soweit. Wir konnten in unserer Unterkunft einchecken. Fast geschafft, oder? Wie viel war es nochmal? 170 Stufen. Also 170 Stufen stand dran. Und das war sie, unsere eigene Finca, die wir nur für uns alleine hatten. Wir machten es uns gemütlich und ließen den Tag entspannt ausklingen. Am nächsten Tag brachen wir zu einer Wanderung im Nationalpark Garajonay auf, dessen uralter immergrüner Wald zu den außergewöhnlichsten Naturlandschaften La Gomeras gehört. Die üppigen, intensivgrünen Lorbeerwälder im Inselinneren sind der größte Reichtum der Insel. Der Nationalpark wurde 1986 als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannt. Am nächsten Tag brachen wir zu einer Wanderung auf den höchsten Berg La Gomeras auf, den 1487 Meter hohen Alto de Garajonay.
Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt der Insel, auf dem Alto de Garajonay. Und die Wanderung hier hoch war echt super mega schön. Wir hatten tolle Aussichten runter. Nur jetzt auf dem Gipfel ist es Ja, ist jetzt ein bisschen neblig, leider. neblig. Ja. Also keine so schöne Aussicht runter, aber dafür auf den Rest der Wanderung war es richtig schön. Der Abstieg verlief ebenfalls im dichten Nebel, bis wir schließlich wieder bei unserem Scooter ankamen und uns auf den Rückweg machten. Je näher wir der Küste kamen, desto schöner wurde das Wetter. Es ist einfach unglaublich, wie stark das Wetter auf La Gomera vom Ort abhängt, an dem man sich befindet. Am nächsten Tag fuhren wir nach Agulo, eines der schönsten Dörfer La Gomeras. Unterwegs hielten wir immer wieder an verschiedenen Miradores, den Aussichtspunkten der Insel. Ein besonderes Highlight war ein Abstecher zur Montaña del Chepo, dem Roten Berg. Nach einem etwa halbstündigen Aufstieg wurden wir mit einer atemberaubenden Sicht auf den Pico del Teide auf Teneriffa belohnt. Danach fuhren wir weiter nach Agulo. Dort suchten wir ein Restaurant, aßen zu Mittag und schlenderten anschließend durch die Gassen des schönen Örtchens. Unser nächstes Ziel war das Piscante de Hermigua, hier in der Ferne zu erkennen. Es handelt sich um die Ruinen einer ehemaligen Bananenverladestation. Davon zeugen heute noch 4 große Betonpfeiler. Neben den Betonpfeilern befindet sich ein mit Meerwasser gefülltes Becken, das vermutlich einst Teil der Anlage war. Heute lädt es mit seinem klaren und ruhigen Meerwasser zum Baden ein. Am nächsten Tag beschlossen wir in unserem Tal, das Valle Gran Rey, zu bleiben und eine Wanderung zu einem Wasserfall bei El Guro zu machen. Nach der Wanderung entspannten wir uns am Strand Playa del Ingles, einem beliebten FKK-Badestrand mit schwarzem Vulkansand. Wer möchte, kann sich hier aber auch ganz normal in Badebekleidung aufhalten. Am nächsten Tag verließen wir unser schönes Tal und brachen erneut zu einer Wanderung auf, diesmal in den Süden der Insel nach Alagero. Auch wenn La Gomera auf der Karte recht klein wirkt, sollte man die Fahrzeiten nicht unterschätzen.
Von Valle Gran Rey muss man zunächst hinauf, durch den nebelverhangenen Lorbeerwald hindurch und wieder hinunter an die sonnige Küste. So dauert die Fahrt von Valle Gran Rey nach Alagero rund 1 Stunde. Unsere Wanderung startete mit einem Aufstieg auf einen kleinen Hügel, auf dessen Gipfel eine Kapelle steht. Die kleine Kapelle San Isidro ist eine eher unbekannte Sehenswürdigkeit auf La Gomera. Leider war sie geschlossen, als wir da waren. Dennoch hat sich der Aufstieg definitiv gelohnt, denn der Ausblick von diesem kleinen Hügel aus ist bereits ein absolutes Highlight. Da unten sieht man übrigens den Strand, zu dem wir jetzt wandern werden. Irgendwie sieht es ziemlich weit weg aus. Tatsächlich hatten wir uns wohl verguckt und die Wanderung startete eigentlich weiter unten. Also fuhren wir mit unserem Scooter zum richtigen Start der Wanderung. Also hinter uns ist eine alte Fischfabrik, soll das sein. Und da sind eigentlich nur noch Ruinen. Das sieht man hinter mir. Und wir dachten uns, es kann ja eigentlich nicht sein, dass da jetzt jemand noch lebt, weil da steht überall Privateigentum und so. Und da haben wir jetzt gerade 2 Leute gesehen, die wohnen da drin wirklich. Also die haben da einen Tisch und keine Ahnung, die leben da nackt. Und Solarzellen haben die, Wasser haben die, das haben wir gesehen. Und tatsächlich sah das halt wirklich so aus, als ob die da ihre Handtücher haben, ihre Wäsche. Und ja, ich meine, La Gomera ist ja auch irgendwie bekannt als die Hippie-Insel. Wahrscheinlich leben hier halt auch ein paar Hippies. Wir finden es immer wieder beeindruckend, dass es Menschen gibt, die so ein außergewöhnliches Leben führen. Während wir am Strand saßen, ließen wir unsere Gedanken über den Lebensstil dieser Menschen schweifen, bevor wir uns schließlich auf den Rückweg machten. Am nächsten Tag probierten wir nochmal unser Glück und wanderten erneut auf den Alto de Garajonay, den höchsten Berg der Insel. Und diesmal hatten wir Glück. So, wir haben es geschafft. Zum 2. Mal. Diesmal bei ein bisschen schönerem Wetter. Nach einem entspannten Abstieg fuhren wir in unser Tal zurück, schlenderten noch etwas umher und bewunderten den wunderschönen Sonnenuntergang am Strand von Valle Gran Rey. Am nächsten Tag ließen wir es langsam angehen. Wir entspannten uns auf unserer schönen Terrasse und fuhren anschließend an den Strand. Eigentlich wollten wir an den Hippie-Strand, den Playa de las Arenas, bekannt als die Schweinebucht. Allerdings ist der Zugang aufgrund von extremer Steinschlaggefahr leider gesperrt. Also gingen wir an den Strand von Valle Gran Rey. Der ist jetzt schließlich auch sehr schön. Leider hat jede schöne Reise ein Ende, also schleppten wir unser Gepäck die 170 Treppenstufen hinunter und liefen zur Bushaltestelle. Nach einer kurzen Wartezeit kam schließlich der Bus, der uns nach San Sebastián brachte. In San Sebastián angekommen, brachten wir zuerst unser Gepäck zur Unterkunft. Anschließend machten wir uns auf zu einer kleinen Stadtbesichtigung. Der Torre del Conde ist eine Festung aus dem 15. Jahrhundert. Der Turm spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte La Gomeras. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Iglesia de la Asunción, die ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammt. Auf unserem Weg durch die Stadt haben wir ansonsten einen richtig coolen Pizzaautomaten entdeckt und wir sind einem lebendigen Dinosaurier begegnet.
Danach haben wir uns den Hafen und den Stadtstrand angesehen. Als wir ein Restaurant zum Abendessen suchten, merkten wir schnell, dass es in San Sebastián gar nicht so leicht ist, etwas Gutes und Preiswertes zu finden. Nach einiger Zeit fanden wir aber schließlich etwas zu essen. Um 7 Uhr morgens brachte uns die Fähre zurück nach Teneriffa. Von dort reisten wir weiter nach Deutschland. Damit endete unsere Reise.